Guten Morgen! Heute machen wir einen Pausentag und sind in Calpe. So, wir waren jetzt bei Aldi, haben ein Getränk gekauft und sind jetzt hier auf dem Weg zum Berg. Zum IFAK heißt er, glaube ich. So, jetzt gehen wir hier runter zur Saline. Da vorne ist die Saline und dahinter ist der IFAK-Berg. Und in der Saline, natürlich, sind da wieder Flamingos. Oh Mann, wir würden euch das so gerne zeigen, aber die sind so klein und so weit weg. Diese Actioncam reicht dafür nicht aus, leider. Aber eigentlich war die Idee gewesen, auf diesem Berg zu klettern, aber das darf man gar nicht, ne? Also kann man schon, aber man braucht da eine Vorreservierung für. Kostet auch nichts, aber man muss das eben einen Tag vorher einreichen. Das liegt daran, weil sie die Besucherströme ein bisschen regulieren wollen, damit da nicht so viele Leute gleichzeitig hochgehen. Haben die zur Corona-Zeit eingeführt, danach weitergeführt, weil sie das auch wegen dem Umweltschutz machen wollen, damit nicht so viele Leute auf einmal da oben sind. Ja, ansonsten, was, wenn wir jetzt trotzdem raufgehen? Dann drohen Strafen zwischen 600 und 6.000 Euro, habe ich gelesen. Haben wir nicht. Da sieht man, dass diese Saline hier mal eine Lagune war oder auch Teil des offenen Meeres. Hier nochmal ein Blick. Und da vorne auf dieser kleinen Insel, da sind die Flamingos. Oh Mann. Echt schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt, aber ihr wisst wahrscheinlich, wie Flamingos aussehen, ne? Echt interessante Tiere. Die sind eigentlich so fast weiß, außer wenn sie ihre Flügel ausbreiten, dann haben sie richtig kräftige pinke Farbe an den Flügeln. Am Rücken nicht so. Hier vorne ist sogar einer, der ist gar nicht pink. Der ist schwarz-weiß, also weiß und hat hinten ein paar schwarze Flügel. So, wir latschen jetzt zur Information und fragen mal nach, ob wir trotzdem noch reinkommen heute irgendwie. Das wäre ja cool. Weil da oben, also so Hälfte Berg, haben wir Menschen entdeckt, die da oben rumlaufen. Sie haben bestimmt eine richtig gute Aussicht. So, wir sind drinne. Hier sind Knöpfe, die kann man drücken. Toll. Anderer Knopf. Noch ein Knopf. Noch ein Knopf. Ah, krass. Schaut euch das mal an. Wie hoch wir auf den Felsen jetzt sind. Wir können jetzt theoretisch noch hier lang und dann da hinten, wo die anderen rumlatschen. Irgendwie. Aber eigentlich reicht das hier schon, ne? Ja, es ist sehr, sehr glatt, der Boden, muss man dazu sagen. Die Steine sind sehr abgeglattet und es ist auch sehr gefährlich dadurch. Abgeglattet? Also durch die ganzen Menschen ist das sehr rutschig, um da Ja. lang zu gehen. Hier sieht man das vielleicht. Die glänzen auch, weil die so glatt sind. Und wenn man einmal abrutscht, dann ja, kann das sehr gefährlich werden, glaube ich. Wir haben jetzt auch nicht den Druck, da noch irgendwas Schönes sehen zu wollen. Es reicht eigentlich, wenn wir diesen Ausblick auf die Stadt haben. Wir sind wieder zurück auf dem Campingplatz und aber direkt testen. Oh, der Schlauch hält die Luft. Hier ist der neue Flicken. Oh, sieht gut aus. Perfekt. Und hier sind die alten Flicken. Nummer 1 und Nummer 2. Gut, dann mache ich hier die Luft gleich raus und packe das einmal zusammen, damit ich wieder einen
Ersatzschlauch habe. Moin, der Pausentag ist rum. Heute geht's weiter nach Cap d'Or. Das erste Cap oder das nächste Cap. Und ja, wir bauen gerade ab. Ihr seht's, wir hatten einen schönen Pausentag, haben ein bisschen entspannt, haben ein bisschen am Laptop gearbeitet und so weiter. Ja. So, hier habe ich auch noch was reingepackt. Wichtig für uns ist, alles in Tüten verpacken. Falls was kaputt geht oder austritt oder so, dann ist der Schaden nicht ganz so groß. Ja, dann haben wir vielleicht eine versaute Tüte, aber der Rest ist dann ja, fast sauber oder sauber. Je nachdem, wie groß der Schaden ist. Aber ja, das System haben wir seit Frankreich, glaube ich. Irgendwo, als wir bei Saint-Michel waren. Da haben wir das ja angefangen, haben wir euch, glaube ich, erzählt. Und ja, das haben wir seitdem beibehalten. Vor allen Dingen so Essenssachen, so Dosen oder Ketchupflaschen oder irgendwas, was aufgehen kann, wo Flüssigkeiten oder irgendwie leichtflüssige Sachen drin sind. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Cremes? Genau, die schützen wir dann oder halt ja, alles, was irgendwie sich gut verteilen kann oder so, das packen wir dann nochmal in Tüten ein. Oder auch Regenjacken oder so, die wir dann noch zusätzlich auf einen Gepäckträger lagern. So ist dann alles geschützt. Und die Tüten kann man halt mehrmals verwenden. Zur Not, wenn die dreckig sind, kann man die dann nochmal als Mülltüte verwenden. Und wie findest du das mit den Tüten? Sollte man das so beibehalten oder nicht? Ja, sollten wir schon beibehalten, weil das hat sich ja schon gelohnt, dass selbst wenn doch mal Wasser irgendwie in die Tasche gelaufen ist, sind die Sachen nicht komplett nass geworden. Also war schon ganz hilfreich, dass wir das gemacht haben. Ist natürlich eine hohe Tütenverschwendung, muss jeder selber wissen, ob er das machen möchte oder nicht. Aber für uns hat sich das als ein gutes System herausgestellt. Der eine Spanier eben. Muchos kilos. Die kleine Weltlaterne. Interessanter Name. Hier gibt es Schnitzel, Bratwurst, Kaffee, Kuchen, Eis. Deutsche Küche, Tagesessen, Kaffee, Kuchen, Eis. Schweinesteak, Zigeunersoße, Pommes, Brokkoli, Creme, Suppe. Ja, genau. Und ein Biergarten natürlich. Alles auf Deutsch. Wir sind jetzt in Moraja. Ganz schön hügelig hier. Wir sind jetzt am Hafen von Moraja. Da ist die Ann-Kathrin. Da hinten ist der IFAC, wo wir gestern drauf waren. Und ja, rechts daneben ist Kalp oder Kalpe, je nachdem in welcher Sprache man das aussprechen möchte. Hier haben wir einen Hafen voller Sportboote. Irgendein Boot davon gehört bestimmt uns, oder? Nee, leider nicht. Und ja, da haben wir noch so einen Berg. Ich glaube, das ist schon Cap d'Or, wo wir gleich rauf wollen. Und hier sieht man mal, wie die Palmen hier behandelt werden. Die wachsen nicht so schön, sondern müssen immer irgendwie zugeschnitten werden. Und das machen die hier mit Kletterausrüstung und Mini-Kettensäge. Das ist ja mal ein kreativer Kundenstopper hier. Ein altes Auto mit Kunstrasen beklebt. Also, dass es blauen Kunstrasen gibt, haben wir letztens auf dem Kreisverkehr gesehen, aber pinken? Habt ihr schon mal pinken Kunstrasen gesehen? Wofür braucht man den denn? So, wir sind hier gerade an der Tankstelle. Wir wollten gerade mein Fahrrad ein bisschen aufpumpen.
damit die paar Bar noch reinkommen, die da noch reinpassen. Aber als ich hier das Ding bedienen wollte, steht da Euro. Und daneben steht 1 Euro für 5 Minuten. Hallo? Ich zahle doch nicht 1 Euro für ein bisschen Luft, oder? Ist das fair? Nee, nicht so, oder? Sind wir wieder in Frankreich? Nee, ne? Ich glaube, da war es günstiger. Ja, in Frankreich war es günstiger. Uns ist aufgefallen, hier fahren richtig, richtig viele Niederländer rum, ne? Ja. Und Briten. Viele Briten. Fast so viel wie die Niederländer hier. Ja, und natürlich ganz viele Spanier und man merkt Ja. aber auch, dass viele Ja. Deutsche hier sind, weil die Deutsch sprechen. Aber die fahren oftmals gar nicht mit den deutschen Kennzeichen rum. Richtig. Wahrscheinlich, weil sie ein Mietauto haben oder so. Oder hier wohnen. Es sind ja auch viele Auswanderer hier. Ansonsten Belgier, ne? Ja. Belgier. Und Polen. Ich habe ein paar Polen gesehen. Es geht weiter bergauf. Wir sind fast am Cap de la Noix. Erklären wir später noch was zu. Auf jeden Fall sind wir schon fast oben. Wir sind fast oben. Schaut euch diesen Ausblick an. Da hinten ist ein anderes Kap. Das zeigen wir euch morgen oder später oder so. Mal gucken, wo wir heute schlafen. Der Star steht da oben. Hallo. Was machst du da, hä? So, kleine Planänderung. Wir haben hier ein Lost Place gefunden. Und naja, im Lost Place war leider nicht viel Platz. Sieht auch ein bisschen gefährlich aus. Wir haben hier hinten ein kleines Plätzchen gefunden auf dem Hinterhof und da werden wir jetzt übernachten. Oh, ich freue mich. Gleich gibt's Essen, weil das Essen gibt's selten bei uns, oder? Naja, inzwischen schon öfter, ne? Ja. Was gibt's denn? Pfannkuchen. Pfannkuchen! Juhu! Ja. Erstmal müssen die zubereitet werden. Ja, natürlich. Der erste ist schon fertig. Oh, sieht der gut aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben einigermaßen gut geschlafen. Es hat irgendwann angefangen zu regnen heute Morgen. Das Zelt ist dementsprechend ein bisschen nass geworden. Hängt jetzt in der Sonne. Mal hoffen, dass es bald trocken ist. Sind gerade am Abbauen und dann geht's weiter. So, wir wurden hier nicht gestört, außer vom Regen. Ja, und ich weiß nicht, vor 1-2 Stunden haben wir hier Fußschritte gehört. Aber keiner hat was gesagt. Keiner hat gesagt, ihr dürft hier nicht. War dann wieder weg. Wahrscheinlich ein Besucher vom Lost Place, der dann nochmal hier hinten lang gegangen ist oder so. Naja. So, wir sind am Cap de la Nau. Da ist das Wasser, da gehen wir gleich hin. Also nicht zum Wasser, sondern zum Mirador. Und da ist der Leuchtturm. Hier ist noch so ein geschlossenes Restaurant. Ja. Wir sind hier am Cap de la Nau und hier trennen sich die Buchten von den Regionen Alicante und Valencia. Und es ist auch der östlichste Festlandpunkt der valencianischen Gemeinschaft. Und jetzt schaut euch mal den Ort hinter dem Kap an. Oder auf dem Kap, eher gesagt. Hier ist alles zugebaut. Alles. Kein einziges freies Grundstück, oder? Ja, bis auf die Ecke da hinten, wo der Leuchtturm steht, da ist auch noch oben eine Treppe, wo es ein bisschen in die Natur geht. Ja, aber sonst leider alles zugebaut. So, wir sind jetzt 1,5 Kilometer weiter am Cap Negre. Und das sieht hier auch richtig, richtig krass aus.
sind jetzt ein paar Kilometer von der Küste weg. Da hinten irgendwo ist das Meer. Und wir fahren jetzt um diesen Berg herum und dann zurück zur Küste. Weil wir halt keinen Bock auf Höhenmeter haben. Und einmal um den Berg herum ist halt einfacher zu fahren als irgendwie an der Küste. Ja, aber schöner Berg, oder? Jetzt sind nicht mal so viele Wolken da, aber eben war der voll umringt mit Regenwolken. Das sah echt beeindruckend aus. Da ist die andere Radreisende. Ja, hallo. Ein paar Minuten später. Der Berg ist voller dunkler Wolken und es tröpfelt Wasser hinunter. Und nein, oh nein. Spielplatz. Knoten. Warum Knoten? Ich glaube, das soll so, oder? Kommst du nach? Erstmal auf dem Spielplatz spielen. Gar nicht so einfach. Hier rum. Und dann glaube ich hier durch. Oh ja, das ist definitiv für Kinder. So klein bin ich nun auch nicht. Hui! Und jetzt willst du da rum? Komm, das schaffst du. So, wir kochen hier gerade Essen. Was gibt's heute? Nichts Besonderes, Nudeln mit Ketchup und noch so vegane Schnitzel. Sehr lecker. Wir haben hier auf jeden Fall was gebaut. Ihr kennt die Plane. Haben uns hier einen kleinen Unterstand gebaut. Weil vorhin hat das wieder angefangen zu tröpfeln. Tja, ist sehr, sehr grau heute das Wetter. Ihr seht's. Und morgen soll es auch nicht besser werden. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier nachher das Zelt aufschlagen oder woanders. Auf jeden Fall ist das erstmal eine gute Lösung hier. Hier bleiben wir einigermaßen trocken und können erstmal was essen. So Leute, es gibt Neuigkeiten. Es hat sich gerade ergeben, wo wir morgen Abend wahrscheinlich schlafen und vielleicht auch die nächsten Tage, wie wir lustig sind, weil hier war gerade ein Mann, ne? Genau. Und der hat selber mal eine größere Reise gemacht. Und ja, der war in mehr Ländern als wir bisher. Ja, und will uns gerne bei sich einladen. Ja, der wohnt ein paar Kilometer von hier entfernt und ja, wir können da einfach vorbei. Er hat uns die Adresse geschickt und seine Telefonnummer über Instagram und ja. Und das wahrscheinlich machen wir dann erst morgen, weil es sind noch ein paar Kilometer dahin und für heute Abend macht das auch nicht mehr so viel Sinn, weil er muss natürlich morgen auch wieder arbeiten. Genau. So, wir sind jetzt ein bisschen um die Ecke gegangen und haben jetzt hier ein kleines, nettes Plätzchen gefunden, wo wir jetzt unser Zelt aufbauen. Einen wunderschönen guten Morgen! Ja, wir haben ganz gut geschlafen, würde ich sagen. Es hat nämlich geregnet in der Nacht. Ein bisschen gewittert, aber das Gewitter ist weitergezogen. Hat sogar zweimal gewittert, glaube ich. Ist zweimal weitergezogen. Ja, jetzt sind wir am Abbauen. Gleich geht's nach Denia und dann geht's weiter zu unserem Gastgeber, der uns ja gestern eingeladen hat.
Wir sind gespannt, ob wir da ein bisschen am Laptop arbeiten können. Ein paar Tage, das wäre cool. Dann kriegen wir die Zeit auch rum zum House-Sit. Weil wir haben ja, weiß nicht, 140 Kilometer noch bis zum Ziel. Und theoretisch könnte man das in 2-3 Tagen schaffen, wenn man gut unterwegs ist. Wenn man langsam fährt, 4-5 Tage. Aber das House-Sitting ist noch gute 3 Wochen entfernt. Also wir müssen langsam machen oder noch ein paar Umwege fahren. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir einfach so spontan eingeladen worden sind und dass wir die Möglichkeit haben, da ein paar Tage zu bleiben. Hat er uns direkt auch angeboten und er meinte auch, er hat eine Waschmaschine und so, dann können wir nochmal alles durchwaschen und dann können wir schön frisch weiter starten in unsere restliche Strecke zum House-Sit. Wir sind mal wieder auf einem Bahntrassenradweg. Das tut so gut, ey. Die sind so gut, diese Radwege. Schaut euch das mal an, wie es hier aussieht. Immer schön geteert. Geht lange ohne Unterbrechung geradeaus. Verkehrsregeln sind überall geregelt. Ja. Man ist mitten in der Natur, keine Autos nerven und man kommt richtig gut voran. So, heute ist Pausentag. Wir sind unterwegs mit Bernardo. Genau, sind jetzt hier auf einem Berg mit den Hunden unterwegs, machen eine große Runde und danach gehen wir essen. Magst du dich kurz vorstellen? Hallo. Ja, herzlich willkommen alles, ja, in mein Haus, die Fahrräder, die Radtour. Ja, kann in mein Haus bleiben, hier in Alicante. Ich habe jetzt meine Freundin eingeladen. So. Was ich noch fragen wollte, du hast uns ja gestern gesehen in dem Park bzw. an dem Spielplatz und dann hast du uns ja direkt eingeladen. Warum? Warum? Weil ich habe relativ viel Radtour gemacht und dann, wenn ich war so mit dem Fahrrad im Welt, ich habe immer eine gute Person. Ich war zu Hause, ich war immer eingeladen und ich weiß nicht, ob ich bin eine gute Person oder nicht, aber mindestens ja, Fahrräder immer willkommen in mein Haus. Ja, Radtour Ja, sind immer willkommen. Also bis So. jetzt fühlen wir uns Ja. wohl. Ja. Das ist übrigens so ein Radreiseding. Also wir haben schon von vielen gehört, wenn man halt viel mit dem Fahrrad gereist ist und viel Gastfreundschaft erfahren hat, möchte man das auch irgendwie wiedergeben. Also irgendwann, wenn man wieder einen festen Wohnort hat, dann gibt man das irgendwie wieder zurück. Deshalb melden sich auch viele bei Warm Showers an. Ne? Genau, also wir finden das genauso, merken wir auch selber jetzt schon auf unserer Reise, dass wir das Bedürfnis haben, wenn wir irgendwann mal die Möglichkeit haben sollten, wie auch immer, dass wir das auf jeden Fall anbieten wollen, weil wir andere Reisende natürlich auch irgendwie unterstützen wollen und das zurückgeben wollen, was wir selber erfahren haben an Gastfreundschaft. Genau, davon lebt die Community auch irgendwie. Ja, und dann, Ja. ich glaube, ich konnte auch meine Area genießen. Ja, Ich bin sehr glücklich hier leben, ja, und ja, können und glauben wir. ja, ein bisschen wandern oder ein bisschen Sport Ja. und die Blick in die Nacht, ja, oder? Die Ja. Sonne, wenn kommt, ja. Nachts ist schön auch. Ja.
Ja, Und cool, dass du uns eingeladen hast und dass du uns jetzt hier um den Berg herumführst. Ja. Genau, Ja. und uns dann auch ein bisschen Wissen zu erzählst, die wir vielleicht noch gar nicht wussten. Und zu der Landschaft, zu dem Berg, zu manchen Pflanzen. Ja. Ja. Immer schön was Neues zu lernen. Viele denken, Alicante oder die Küste von Valencia hat nur Strand, aber das ist, ich glaube, ich finde relativ falsch. Wir haben schöne Berge als Strand. Strand Ja. hat so viel Wohnungen und Tourismus und Oh ja. ich kann besser empfehlen Inland. Wir sind nur, mehr ist hier, 8 Kilometer gerade, aber ich finde schöner hier. Mhm. Und dieses Jahr wir haben viel Regen gehabt und es ist sehr grün. Und der Grund, oder? Wir haben Frühjahr gehabt, leider letztes Jahr. Man kann immer noch sehen. Aber jetzt sieht besser aus, ja. Ja. Also, ich freue mich, ja. Euch Ja. seid bei mir, ja. Wir uns auch. Ja, uns danke schön, ja. Später wir konnten ein bisschen Wein trinken in Ja. dem Platz, ja. Und ein bisschen Tapas, Ja, ja, wenn es geht. sehr Ja. gerne. Ja. Und in die Sonne so ein bisschen braun. Ja. Ja. Gut, dann zeigen wir euch noch ein bisschen hier die Umgebung. Das ist aber schön hier. Das ist der Golf von Valencia. Irgendwo da hinten ist Valencia. Oh. Schön anstrengend, aber auch wunderschön hier. Wir können auf jeden Fall nachher gut essen und gut schlafen. Das ist klar. Echt schön hier. Wow. Hier wächst übrigens auch Spargel auf dem Berg. Interessant, oder? Einfach mal Spargel auf dem Berg. So, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite vom Berg. Also da auf der anderen Seite sind wir hoch und dann da hinten und jetzt gehen wir hier, huiuiui, da runter. Das ist ganz schön gefährlich, aber der Bernardo sagt, dass das okay ist. Da vorne ist der Berg, wo wir gestern rumgefahren sind. Also hier so.
So, wir sind jetzt unten angekommen. Unten an der Bar. Also da ist die Bar. Und ja, Fernando fragt gerade drin nach, ob es irgendwie was für uns ohne Fleisch, ohne Ei und Milch und so gibt. Mal gucken. Und dann trinken wir und essen was zusammen. Und dann geht's langsam zurück. War doch ein schöner Tag, oder? Ja, aber auch anstrengend. Also freue mich auf die Dusche und aufs Entspannen auch. Ja. So Leute, wir sind wieder zurück. Oh, das war ein spannender, schöner Tag. Ja, wir waren eben noch essen. Habt ihr ja gesehen. Das Essen nicht mehr, aber das war auch sehr lecker. Ja, wurde an alles gedacht. Die Hunde sind jetzt ziemlich K.O. Wir sind auch ziemlich K.O. Wir werden gleich mal duschen und dann geht's irgendwann in die Haia. 2 auf Rad die Welt erkunden.